Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für eine cremige Kartoffelsuppe mit Kidneybohnen. Dafür als erstes eine große Zwiebel und 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen, anschließend fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne bzw. einen großen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Währenddessen kümmern wir uns um die restlichen Zutaten: 750 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, schälen und in Würfel schneiden. Außerdem habe ich hier ein Bund Suppengemüse, bestehend aus Möhren, Sellerie, Lauch und Petersilie. Das Stück Sellerie ebenfalls in Würfel schneiden und die Möhren sowie den Lauch schälen bzw. putzen und in Scheiben schneiden. Das Gemüse danach in die Pfanne geben, alles einmal gut umrühren, kurz mit anbraten und dann geben wir die Gewürze dazu: 2 Teelöffel Bohnenkraut, eine sehr gute Prise Salz und frisch gemahlenen Pfeffer. Anschließend gießen wir noch 1,5 Liter Wasser dazu, bis das gesamte Gemüse gut mit Flüssigkeit bedeckt ist. Die Suppe jetzt einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und bei mittlerer Hitze für 10 bis 12 Minuten köcheln lassen. Nach etwa 10 bis 12 Minuten sollten die Kartoffeln gar sein. Jetzt mit einer Schöpfkelle etwa die Hälfte der Gemüseeinlage herausheben, auf einen Teller geben und kurz zur Seite stellen. Dann 200 Milliliter Sahne zur Suppe gießen. Und jetzt brauchen wir einen Pürierstab, die Suppe etwa 1 Minute pürieren, bis alles eine schöne cremige Konsistenz erreicht hat. Danach geben wir das Gemüse wieder zurück in die Pfanne, außerdem alles mit etwas Kumin, Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss noch eine große Dose Kidneybohnen über einem Sieb abtropfen lassen, ebenfalls dazugeben, alles nochmal umrühren, kurz durchwärmen und danach können wir servieren. Die Suppe auf tiefen Tellern verteilen, mit etwas gehackter Petersilie garnieren und danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.